Hallo, können Sie sich an das letzte YouTube-Video erinnern, das Sie heute gesehen haben? Bei mir ging es darum, den perfekten Espresso zu brühen. Aber können Sie sich auch an die letzte Werbekampagne erinnern, die Sie gesehen haben? Welche Marke hat versucht, Sie zu inspirieren oder zu unterhalten? Wen hat diese Kampagne noch erreicht? Und was hat sie in den Einstellungen der Nutzer bewegt? Mein Name ist Steffen Hutmacher und diese Fragen möchte ich in den nächsten 15 Minuten mit Ihnen beantworten. Nach dieser Masterclass wissen Sie, welche Google-Lösungen es gibt, die richtigen Kennzahlen zu Ihrer Markenkampagne zu liefern und auch, welche Möglichkeiten Ihre Messanbieter haben, Kampagnen auf YouTube zu beurteilen. 45 Millionen Erwachsene nutzen YouTube jeden Monat und das im Schnitt 33 Minuten am Tag. Unsere Produktlösungen für Formate oder Zielgruppen haben wir entlang des Marketing-Funnels organisiert. Für die Messung und meine Masterclass heute konzentriere ich mich aber auf den Upper Funnel, also darauf zu messen, wie Sie möglichst viele qualifizierte Nutzer mit Ihrem Produkt oder Ihrer Marke in Kontakt bringen. Hier bei Google glauben wir, dass Messlösungen 3 Kriterien erfüllen müssen. Sie müssen vertrauenswürdig, intelligent und die Ergebnisse operativ anwendbar sein. Wir messen in erster Linie, um zu beweisen, dass Ihre Maßnahmen wirken. Denn wir glauben fest daran, dass YouTube einen Teil zum Erfolg Ihres Business beitragen kann. Vertrauenswürdig bedeutet dabei, dass wir für viele unserer Messlösungen methodische Whitepaper mitliefern oder auch Zertifikate erworben haben, beispielsweise vom Media Ratings Council oder dem International Advertising Bureau. Und natürlich lassen wir auch neutrale Messungen durch Third-Party-Dienstleister auf YouTube zu. Im Upper-Funnel-Bereich gilt das insbesondere für die Themen Sichtbarkeits- und Reichweitenmessung. Mit welchem Anbieter arbeiten Sie normalerweise zusammen? Wenn Sie wissen möchten, ob Ihr Standardanbieter dabei ist, können Sie das jederzeit auf unserer Google Measurement Partners Webseite nachprüfen. Was Sie allerdings berücksichtigen sollten, sind die sich drastisch verändernden Bedingungen in der digitalen Welt. Nutzer wollen und bekommen mehr Kontrolle über ihre Daten. Stichwort User Consent. Browser-Einstellungen verändern etablierte Wege der Datensammlung. Und Nutzer verwenden eine Vielzahl von Apps und Devices, wodurch wir uns in eine digitale Welt bewegen, die weitgehend ohne Cookies funktionieren muss. Was ist unsere Antwort darauf? Wir glauben ganz fest daran, dass Third-Party-Messung zukünftig cloud-basiert funktionieren muss. Und die Google-Lösung dazu nennt sich Ads Data Hub. Im Ads Data Hub stellen wir detaillierte Ergebnisse Ihrer Kampagnen zur Verfügung aus unserem Data Warehouse und Sie haben die Möglichkeit, dort datenschutzkonforme Abgleiche durchzuführen. Denn wir achten darauf, dass keinerlei personalisierbare Daten unserer Nutzer das Google-Ökosystem verlassen. Lässt sich damit überhaupt eine neutrale Messung durchführen? Ja, denn zusammen mit den Daten, die Sie oder Ihr Dienstleister zur Verfügung stellen und den Abgleichen, die Sie durchführen können, können Sie natürlich eine neutrale Verifizierung durchführen. Außerdem stellen wir, wie gesagt, Whitepaper und Zertifikate zur Verfügung, mit denen Sie nachvollziehen können, wie unser Teil der Daten erhoben wird. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass Sie ein deutlich besseres Bild auf Mobile- und Cross-Device-Effekte Ihrer Kampagnen bekommen, denn die würden Sie mit Cookies so nicht nachvollziehen können. Ein Anwendungsfall des Ads Data Hub ist die Messung von Reichweite, Kontakthäufigkeit und Zielgruppenerreichung. Also wie viele potenzielle Konsumenten haben Sie erreicht, wie sahen diese aus und wie oft haben Sie Ihre Anzeige gesehen. Wenn Sie das allerdings nicht durch einen Drittanbieter erfahren möchten, können Sie diese Ergebnisse auch kostenlos durch uns beziehen. Diese sogenannten Unique Reach Reports für YouTube liefern Ihnen die Anzahl der erreichten Nutzer und die dazu ausgespielten Durchschnittskontakte. Dazu detaillierte Informationen über verschiedene demografische Untergruppen oder auch über die Zugriffe nach Devices. Ermöglicht wird das mit der Zustimmung der bei uns eingeloggten Nutzer. Und für den Teil der Nutzer, die nicht eingeloggt sind, für den haben wir basierend auf Insights einer Panel-Studie eine valide Methode entwickelt, Reichweiten hochzurechnen. Und zwar Reichweiten von Nutzern und nicht Devices oder Cookies. Diese beinhalten beispielsweise sogar Überlegungen, wie viele Zuschauer durchschnittlich vor einem Smart-TV-Abruf eines Videos sitzen. Den isolierten Blick der Unique Reach Reports können Sie seit April diesen Jahres auch anreichern, und zwar mit einer Betrachtung in Kombination mit Ihrer linearen TV-Kampagne. Die sogenannten Cross-Media Reach Reports liefern Ihnen kombinierte Reichweiten und Durchschnittskontakte von YouTube und TV. Also eine Überschneidungsanalyse der Zuschauerschaften dieser beiden Medien
ähnlich wie der hier dargestellten überschneidenden Kreise. Wir sprechen bei YouTube in diesem Zusammenhang oft auch über Inkrementalität, da TV meistens noch das Basismedium in einer Markenkampagne ist. Der Reichweitenreport Ihrer YouTube-Kampagne wird dabei kombiniert mit Schaltung Ihrer TV-Kampagne, die wir von einem Third-Party-Dienstleister beziehen. Wir berechnen eine kombinierte Reichweite mit der statistischen Methode der bedingten Unabhängigkeit. Das funktioniert, indem man beispielsweise Nutzerstrukturen beider Kanäle übereinander legt. Das Ganze validieren wir mit Beobachtungen aus einem Single-Source-Panel in Deutschland, das die Cross-Media-Nutzung abbildet. Klingt abstrakt, ist es aber nicht, denn am Ende stehen zwei wichtige Kennzahlen in diesem Report. Einmal die kombinierte Reichweite und meistens in grün die inkrementelle Reichweite, die YouTube mit an den Tisch bringt. Das heißt, wie viele potenzielle Konsumenten Sie zusätzlich erreichen konnten. Das Gute daran, der Report lässt sich von Ihrem Google-Ansprechpartner auf Knopfdruck ziehen. Und für Sie fällt in der Erstellung überhaupt keinen Aufwand an, denn Sie müssen keinerlei Daten zuliefern. Sie können mit diesem Report YouTube mit traditionellen Media-KPIs wie Nettoreichweite, OTS und GRP darstellen und natürlich Ihre Cross-Media-Planung dahingehend optimieren. Wussten Sie, dass jeder zweite bis dritte YouTube-Kontakt inkrementell ist? Neben der quantitativen Beurteilung der Kampagne in puncto Nettoreichweite ist natürlich auch noch eine qualitative Betrachtung wichtig. Das heißt, hat Ihre Kampagne bei den Konsumenten auch gewirkt? Die kostenlose Google-Lösung dazu nennen wir Brandlift Surveys. Sie können jetzt die verbesserte Version von Brandlift Surveys nutzen, die eine kontinuierliche Messung von Awareness, Ad Recall oder weiteren Soft KPIs auf YouTube ermöglicht. Wie funktioniert es? In Google Ads oder DV360 finden Sie vordefinierte Standardfragen, wie zum Beispiel, für welche dieser Kaffeemarken haben Sie in letzter Zeit Online-Video-Werbung gesehen? Um bei meinem Espresso-Beispiel vom Anfang zu bleiben. Diese Frage wird an einen zufällig ausgewählten Teil der Nutzer, die Ihre Kampagne sehen, ausgeliefert. Es handelt sich bei der Befragung immer um eine gestützte Befragung, denn die Antwortmöglichkeiten sind von Ihnen vorgegeben. Bei einem ungefähr gleich großen Teil der Nutzer, die Ihre Kampagne anspricht, unterdrücken wir allerdings Ihren Anzeigenkontakt und liefern ebenfalls diese Frage aus. Wir bilden also zwei statistische Gruppen, zwei Stichproben, eine Kontrollgruppe und eine Befragungsgruppe mit Kampagnenkontakt. Durch den Vergleich der Antworten in beiden Gruppen lässt sich ein Brandlift ermitteln. Vereinfacht gesagt, nennen Nutzer, die ihre Kampagne gesehen haben, ihre Marke öfter als Nutzer, die sie nicht gesehen haben, kann man davon ausgehen, dass ihre Anzeige wirkt und auch einen prozentualen Wert der Steigerung errechnen. Störeffekte von anderen Medien, wie zum Beispiel TV oder Radio, können dabei vernachlässigt werden. Das Einzige, das Sie beachten müssen, ist das im Google Ads oder DV360 ersichtliche Mindestbudget. Denn wir brauchen eine gewisse Größe der Kampagne, um am Ende genug komplettierte Fragebögen einzusammeln, um eine signifikante Steigerung ausrechnen zu können. Mit der aktuellen Version von Brandlift Surveys haben wir auch zwei neue Erfolgskennzahlen eingeführt. So können wir nicht nur eine prozentuale Steigerung ermitteln, sondern auch ausrechnen, wie viele Nutzer ihre Kampagne insgesamt positiv beeinflussen konnte und wie viel es sie gekostet hat, einen einzelnen Nutzer positiv zu ihrer Marke hinzubewegen. Für die interessierten Nutzer oder auch Lifted Users rechnen wir dabei den Anteil der positiv bewegten Nutzer aus der Stichprobe hoch auf die Gesamtreichweite ihrer Kampagne, die Sie beispielsweise auch in den Unique Reach Reports sehen. Und für die Kosten pro interessierten Nutzer oder Cost per Lifted Users teilen wir die Gesamtschaltkosten der YouTube-Kampagne durch die Anzahl der positiv beeinflussten Nutzer. Damit liefern wir Ihnen zusätzliche KPIs zur Effizienzbetrachtung Ihrer Kampagne auf YouTube. Was gibt es zu beachten? Brandlift Surveys werden immer in der von Ihnen ausgewählten Targeting-Zielgruppe ausgeliefert und beschreiben, ob Ihre jeweilige Anzeige für die von Ihnen adressierte Zielgruppe wirkt. Das heißt, wenn Sie Ihre Kampagne optimieren möchten, haben Sie zwei Hebel. Entweder an der Anzeige zu optimieren oder natürlich an der Zielgruppenausrichtung. Möchten Sie gerne mehr erfahren zur Interpretation, der Art der Berechnung oder den notwendigen Stichprobengrößen, finden Sie auch ausführliche Informationen in unserem Google Help Center. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich 3 Key Takeaways mit Ihnen teilen. Nummer 1. YouTube ist unabhängig messbar. Wir glauben an den Erfolg unserer Plattform und begrüßen Third-Party Measurement, wenn es auf einer zukunftsfähigen Infrastruktur aufgebaut ist.
Nummer 2. Mit Cross-Media Reach Reports liefern wir Ihnen eine State-of-the-Art-Lösung, Ihre Cross-Media-Kampagnen ohne großen Aufwand zu beurteilen und Ihren Media-Mix zu optimieren. Nummer 3. Mit Brandlift Surveys können Sie die Qualität Ihrer Kampagnen kostenlos messen und dabei die Ausrichtung Ihrer Creatives und Ihrer Zielgruppe optimieren. Für weitere Deep Dives zu Upper Funnel Maßnahmen auf YouTube schauen Sie doch gerne bei den anderen Sessions vorbei von So geht's. Ich freue mich auf Ihre Fragen in unserer gleich startenden Q&A-Session.